Heute geht es, wie unschwer zu erkennen, um Kompressoren und ich möchte zu 100% ehrlich sein, ich habe vielleicht 2% so viel Ahnung wie Norbert von Kompressoren und das reicht nicht. Das reicht nicht, um dieses alles hier euch vorzustellen, denn Metabo hat einen großen Vorteil. Er ist die Firma im Bereich Werkzeughersteller, der wirklich alles hat. Ja? Vom kleinsten bis zum größten und das ist bei weitem noch nicht der größte. Deswegen schauen wir uns das heute an und nach diesem Video weißt du, welcher Kompressor passt zu dir. Mein Name ist Sebastian. Ich bin der Norbert, Anwendungstechniker bei Metabo. Wenn man auf die Seite von Metabo schaut, sieht man jede Menge Kompressoren. Man kann scrollen. Ich glaube, es sind 20 oder mehr Kompressoren, die ihr momentan im Angebot habt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt meinen aussuchen müsste, hätte ich ein Problem. Weil also brauche ich eher den oder eher den oder eher den. Das würde mir wirklich schwerfallen, da bin ich 100% ehrlich. Weil bei dem hier weiß ich noch genau, ja okay, da bin ich schon noch so halbwegs drin. Und jetzt hier so, naja, und so, dann nehme ich eher den oder vielleicht dann brauche ich ja doch den oder reicht mir der. Und das müssen wir unbedingt mal auseinanderdröseln. Und wozu zum Teufel braucht man das da unten? Das müssen wir unbedingt mal anschauen. Und deswegen machen wir heute dieses Video. Ja? Dann, wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben ja nicht alle hier, Norbert, sondern es ist so, dass wir mit den Kleinen hier so anfangen. Ja, so mal gucken, was hier los ist. Auch das hier ist ja kein Kompressor, aber da können wir schon mal, ist ja auch Luft, ja, ist ein Thema. Dann wird es hier ein bisschen größer, ja, so mit der Zeit, auf jeden Fall leiser, ja, und dann wird es wieder lauter. Das ist korrekt. Ja, und vor allem größer mit einem anderen Anwendungsbereich, wo man dann auch so dann mit normalen Steckdosen nicht mehr klarkommt. Ja. Und das schauen wir uns heute hier an und ich bin sehr interessiert daran, mich zu verstehen, was der Unterschied ist. Denn für mich persönlich, der nicht auch der klassische Anwender ist für Kompressoren, weil ich brauche das eigentlich nur, um so ein bisschen mal meinem Auto Luft zu geben oder mal einen Nagel irgendwo hinzuschießen, aber das war es dann auch. Ja? Da kann man noch so viel mehr machen. Und für mich ist erstmal die zentrale Frage, ein Kompressor ist auch ein Kompressor, warum gibt es so viele verschiedene? Das erkläre ich und zeige ich dir jetzt. Jetzt mache ich dir mal Druck. Jetzt machst du mal richtig Druck. Genau. Ja. Fangen wir bei der kleinen ganz rechts außen an. Hier. Genau, klassische Ausblaspistole, wenn du deine Tischkreissäge, Kappsäge, deine Werkbank abblasen, brauche ich hier keinen Kompressor mehr. Klar. Wenn ich eine Steckdose habe, kann ich sie abblasen. Ich kann aber auch am Samstagmittag im Schwimmbad von den Kindern die Schwimmtiere aufblasen. Ich kann mir meinen Sub aufblasen. Da gibt es verschiedene Aufsätze. Ich kann auch hier, wo die Luft angesaugt wird, kann ich auch diese Schwimmtiere dann quasi auch luftleer machen. Das ist quasi der Einstieg im Thema Abblasen, sauber machen, was ein großer Teil von der Druckluft ist. Bis hier bin ich noch 100% bei dir oder ich habe es verstanden, weil das ist eins meiner Lieblingsgeräte. Ja? Ich glaube, es ist sogar mein eigenes und das Ding macht richtig Spaß. Er hat einen sehr guten Preispunkt. Ja, also schaut euch das mal unten in der Videobeschreibung, ist wie immer der Preisvergleich drin und ich liebe das. Also wenn ihr den noch nicht habt, bitte kaufen. Absolut. 1000%ige Kaufempfehlung, von dir vielleicht 10.000%ige Kaufempfehlung. Weil wenn du es einmal in der Hand hattest, würdest du nicht mehr missen. Ja? Ist aber natürlich kein Kompressor. Was ich aber schön finde, ist, du kannst hier auch Luft mit über dich einsaugen. Ja. Ich habe ein Schlauchboot und damit kann man die Luft wieder perfekt wieder rausziehen. Ja. Weil wenn du dann das Schlauchboot hast, dann so, oh, irgendwie ist Luft, ist alles raus und hier, damit geht es viel leichter und das Ganze hält auch ordentlich eine Weile mit dem Akku. Ja? Das ist schon ein echt geniales Teil. Okay, so weit, so gut. Ja, wir sind immer noch beim kleinen Tieren, die wir aufblasen können oder so einem Ball. Aber was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir im Prinzip den ersten richtigen Kompressor. Ich nenne den Campingkompressor. Ja, okay. So, ich kann ihn mittels Akkupack betreiben oder mit einmal kurz rumdrehst. Genau. Habe ich hier das Fach, das kann ich aufmachen und dann habe ich was hier drin? 12 Volt, genau. Vermute ich mal. Ja, das ist es. Ja. Klassisch Kfz. Urlaub, Wochenende. Ich habe zwei verschiedene Arten, den Kompressor zu betreiben. Und zwar habe ich einmal hier den dünnen Schlauch, sage ich mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fahrrad oder auch ein Autoreifen aufpumpen möchte, kann ich hier vorne am großen Display meinen vorangestellten Druck, den ich brauche, einstellen, drücke auf Start und dann pumpt der Kompressor, solange der Druck erreicht ist. Einmal für Fahrrad und Reifen. Und hier der etwas dickere Schlauch ist dann quasi für Schlauchboote, Luftmatratzen, Schwimmtiere etc. Hier geht Kompressor quasi los. Für die kleinen Sachen, also für ein Auto wird das auch noch reichen. Ja. Ja. Also ist natürlich die Frage, wie genau er hier misst, wie genau du deinen Reifen aufpumpen möchtest, aber so im Wesentlichen funktioniert das hiermit. Genau. Für die Leute, die dann sagen, ich möchte mein Fahrrad, mein Motorrad, auch mein Auto auf
das Bar nach dem Zehntel genau auffüllen, dann brauche ich im Prinzip sowas Okay. oder sowas. Einmal mit Akku betrieben oder hier dann klassisch mit 230 Volt. Ist das der einzige Unterschied oder was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Geräten? Rein nur die Antriebsart. Okay. Also Kesselgröße, Aggregat, Leistung ist identisch. Weil hier muss ich hier in der Schnittstelle sein. Hier brauche ich die Akkupacks. Hat vielleicht nicht jeder. Ja. Der Akku setzt hier oben drin. Hier habe ich noch eine Parkgarage für einen zweiten Akkupack. Das okay, heißt, das wenn wäre ich jetzt jetzt auch eine mobil Frage. bin, kann ich den mitnehmen, habe den zweiten im Prinzip schon quasi geparkt. Habe dann auch hier, was ich klassisch brauche, einmal schon ein Manometer für den Behälterdruck und auch für den Arbeitsdruck, den ich hier selbstverständlich einstellen kann. Aber wie gesagt, hier brauche ich schon zwingend einen Akkupack aus unserer Schnittstelle. Hier 230 Volt, passt an jede Steckdose. Das heißt aber, hier kann ich mich wirklich entscheiden, dass ich sage, okay, ich möchte diese Größe, die Leistung haben, aber da entsprechend mit Akku. Genau, hier bin ich mobil, da halt nicht oder eingeschränkt mobil. Für wen wäre das der richtige Kompressor? Ich möchte aber noch rausbekommen, was ist meiner? Leute, die viel mit dem Fahrrad unterwegs sind, sei es Rennrad, Mountainbike, da kommt es dann auch teilweise wirklich nach die Kommastelle bei der Barzahl an. Die nehmen sowas, weil wir dann auch passendes Zubehör, wir haben dann geeichte Reifenfüller, wo ich dann zu 100% meinen Reifendruck einstellen kann. Und wenn einer sagt, nee, ich möchte meinen Reifen nicht mit ca. 2,5, es muss mit 2,5, weil Spritverbrauch, Reifenverbrauch etc., dann brauche ich sowas. Für wen? Wer sollte aber lieber die Akkuversion nehmen? Dann geht es schon los, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Baustelle bin, der Schreiner, Innenausbauer, der so einen Nagel oder so einen Schussapparat, um die Sockelleiste hinzuschießen. Ja, So. Der sagt, ich möchte mobil sein, der nimmt dieses Gerät mit, verstehe. schließt im Prinzip seinen Nagler hier an und dann kann er seine Sockelleiste schießen. Okay, also das ist für denjenigen, der sagt, Mensch, ich möchte mobil sein. Man sieht hier einen Rohrrahmen, ja, hier auch mit Gummifüßen unten drunter, ja, dass du auch nicht zerkratzt machst und tust. Das haben wir hier jetzt nicht. Ja. Also hier haben wir auch Gummifüße drunter, aber es ist ein bisschen anders gebaut. Und das aber vor allem für den mobilen Einsatz, ja, wo du keinen Strom hast vor Ort vielleicht. Also hier bin ich noch im Privatsektor, im kleinen Bereich. Hier geht es dann schon gewerblich weiter, gerade für die ganzen Schuss- oder Nagelgeräte. Okay. Vielleicht eine blöde Frage, aber wenn ich jetzt schießen möchte, den jetzt einmal, wenn der jetzt, ich will jetzt aufgeladen sagen, wenn der jetzt auf seinem Arbeitsdruck, auf seinem Druck ist, wie viele Nägel kann ich denn da schießen? Kommt drauf an, wie lang, wie stark die sind. Aber Ja, stimmt. in der Regel kriege ich da mehrere hundert, also Baustellen abgeschossen. Er füllt dann automatisch nach. Klar. Aber auch durch diese kleine Kesselgröße spielt es keine Rolle, weil ich habe maximal 1 Liter Luftverbrauch pro Schuss. Und daher spielt es keine Rolle, wie gesagt, ob das Ding. Er läuft dann irgendwann mal an, aber es ist nicht so, dass er dauernd läuft. Wie gesagt, Kesselgröße ist für die Arbeit auch noch ausreichend. Also wenn ich einfach nur schieße, in der Größe, ja, also mit Stiftnägeln sind das ja, oder Klammern. Und Klammern, hier haben wir, glaub ich, Stiftnägel. Klammern für euch, dass ihr es mal seht, dann können wir das damit noch machen. Ja. Ja. Natürlich kannst du auch all das wahrscheinlich mit allen anderen auch machen, ja, aber hier würde es schon losgehen. Genau. Hier kann ich mein Klammergerät, habe ich in der Hand, kann ich meinen Kompressor hier locker mitnehmen. Habe beides in der Hand, meinen Koffer, meinen Kompressor und so bin ich flexibel auf der Baustelle. Jetzt haben wir mal die Großen nach vorne geholt und haben auch eine andere Leistungsklasse und vor allem auch ein anderes Luftvolumen oder Tankvolumen. Was sagt man eigentlich? Tankvolumen? Kesseltank. Ja. Kesselluftvolumen, wunderbar. Die Frage ist, wir gehen glaube ich von hier, ja? Von hier nach da geht es immer weiter. Ja. Was ist jetzt der Unterschied zu dem kleinen, den wir vorhin gesehen haben, und dem hier? Also was du hier siehst, in erster Linie habe ich hier einen größeren Tank, einen größeren Kessel. Ja. Das ist mal der erste große Unterschied. Das heißt, ich habe hier mehr Volumen. Das heißt, das Aggregat muss nicht so oft anlaufen. Das heißt, okay. wenn du jetzt einen Luftstoß hast oder mal was prüfen möchtest, dann läuft das Aggregat nicht so oft an. Das Aggregat selber bringt auch mehr an Luftleistung. Also mehr Menge an Luft, sag ich jetzt mal. Genau. Ja, okay. Das heißt also, der Antrieb hier kann mehr hier reinpumpen und dadurch ist es so, dass er mehr mir rausgeben kann und mehr fördern kann. Apropos, welchen Druck kann ich denn hier eigentlich erreichen? 8 Bar. 8 Bar. War das beim Kleinen vorhin auch so? Die haben 6 Bar. Okay. Wann brauche ich 6 Bar, wann brauche ich 8 Bar? Die meisten Geräte werden also Lackierpistole zum Beispiel 2 Bar, Schussapparate 3 bis 4 Bar, Schlagschrauber 5, 6 Bar und je nachdem, umso größer die Schlagschrauber, die Geräte werden, umso mehr Druck brauche ich. Es gibt eine Besonderheit, wenn ich zum Beispiel einen LKW-Reifen auffüllen möchte, da brauche ich ein Aggregat oder einen Kompressor, der 15 Bar leistet.
Okay, ich bin gespannt, was noch vielleicht kommt. Aber das heißt, ich kann hiermit einen Schlagschrauber bedienen oder nutzen, sage ich jetzt mal. Nicht wirklich. Warum? Weil wir haben doch 8 Bar. Weil die Luftleistung einfach zu gering ist. Das heißt, das Aggregat erzeugt zu wenig Luft, der Kessel ist zu klein, die Kombination aus allem, alles was hier vorne rauskommt, ist zu klein, um effektiv einen Schlagschrauber zu betreiben. Für diejenigen von euch, die beim Thema Schlagschrauber nicht an sowas hier denken, wir haben ja hier einen Schlagschrauber für Druckluft. Ja, das gibt es ja natürlich auch mit dem Akku zum Beispiel, aber Druckluft ist natürlich ein sehr weit verbreitetes Thema beim Thema Schlagschrauber und vor allem ist es so schön kompakt. Ja? Ich weiß, hast du im Kopf, wie viele Newtonmeter der hat? Der hat 500. Ja, 500 Newtonmeter in der Bauform. Das bekommst du halt nur so hin. Ja. Ohne Frage. Okay, so, aber wir haben hier jetzt das erste Mal, sag mal, einen größeren Kompressor, im Verhältnis auf jeden Fall zu dem. Aber hier ist eine Sache, hier fehlt was, hier fehlen die Räder. Ja, Warum? hat seinen Grund. Und zwar, wir reden hier von sogenannten Haushaltskompressoren. Das heißt, du hast ein Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, hast eine Garage, dann kommt diese Größe zum Einsatz. Ich kann ausblasen, ich kann auffüllen, alles was ums Haus rumanfällt, kann ich machen. Viele gehen her und montieren die Räder gar nicht, sondern montieren den Kompressor auf ein Brett und hängen die dann irgendwo in die Garage oben ins Eck. Haben dann eventuell einen Schlauch oder sogar vielleicht so einen Schlauchaufroller dran. Ja. Und das wollen wir mal zeigen. Das würde dann so aussehen. Okay, also es gehören Räder zum Lieferumfang. Ja, auf jeden Fall. Könnte ja sein, ja. Gehören mit zum Lieferumfang, aber können Sie auch ablassen, irgendwo festschrauben, Ja. so platzsparend irgendwo in die Ecke hinten, damit es auf dem Boden nicht rumsteht. Genau. Klar. Okay, aber wir haben hier keinen Silent-Kompressor. Nein. Das heißt, wir haben hier wirklich so einen kleinen Brühwürfel. Wir haben zudem auch, was das Aggregat angeht, 2 Unterschiede. Nicht nur, dass es ein Silent-Aggregat ist, sondern hier, wenn wir kurz auf die Bezeichnung eingehen, wir haben einmal hier den Basic 22024 OF, Silent. 220, bei uns gibt es immer eine Bezeichnung, 220 heißt im Prinzip das, was der Kompressor ansaugt aus der Umgebung. Die 24 Liter steht für den Kesselinhalt. Ja. Ja, und OF steht für ölfrei. Ah ja, okay. Ich habe schon was anderes vermutet. Verstehe. Was das war deine heißt, Vermutung? Das besprechen wir nachher nochmal. Es ist so, dass der hier aber von den grundsätzlichen Werten erstmal identisch ist zu dem. Plus, minus, ja. Ja, das heißt, der hier ist ölfrei, der hier ist nicht ölfrei. Aber was ist der Nachteil, jetzt, wenn ich hier den hier nehme? Es muss immer Öl drin sein. Das heißt, Motor, kein Öl, keine Kühlung, kaputt. Ja. Und wenn du jetzt diesen Kompressor, der wird oftmals auch am Samstagmittag mal irgendwo hingenommen. Und wenn du der muss im Auto stehen transportiert werden und in der Regel kippt er um. Dann läuft das Öl aus, ja, aus Erfahrung, ja, selber schon passiert. Und ich habe immer einen Punkt, wo ich schauen muss, dass Öl genug da ist. So, hier habe ich keinen Schmerz mehr. Einstecken, einschalten, fertig. Ja, okay, verstehe. Das heißt, Vorteil hier auf jeden Fall leise, ölfrei. Ja. Wenn ich es aber richtig gesehen habe, ist der preisliche Unterschied zwischen den beiden gar nicht so groß. Nein. Sodass man ganz klar sagen sollte, glaube ich, geht eher auf den. Und eine Sache, wir haben den schon mal im Video gehabt. Schaut euch mal das Video an. Da haben wir mal das Thema Lautstärke mal ausprobiert. Zwischen günstigen, zwischen denen, auch wo ist der Preispunktunterschied. Auf jeden Fall kauft einen Silent-Kompressor. Ja? Also das sind nochmal andere Sachen hier unten. Ja? Ja. Aber wenn ihr so in der Nutzungsklasse hier etwa seid, dann macht Silent richtig Sinn. Aber so richtig, weil das sind Längen und das merkst du. Und vor allem, wenn du es länger als 5 Minuten anhast, und vor allem, wenn er immer wieder anläuft, das ist bestimmt noch mehr ein Nerv. Ja? Okay, das heißt also, für wen wäre das jetzt der richtige? Ist das jetzt mein Kompressor vielleicht schon? Das wäre für dich, wenn du jetzt sagst, du brauchst keinen Schlagschrauber, du möchtest einen sogenannten Haushaltskompressor, wäre das richtige Gerät. Der Mehrpreis ist jetzt nicht allzu hoch. Wir haben hier ein ölfreies Silent-Aggregat. Wir haben auch noch zusätzlich hier, was den Bedienkomfort angeht. Sollte ich diesen Kompressor quasi mit hinterherziehen, habe ich hier eine lange Auszugsstange. Das heißt, ich haue den Kompressor nicht in die Hacken. Ja. Ich habe hier vorne 2 Gummifüße. Im montierten Zustand hätte ich hier nur einen. Die ganzen Armaturen sind hier besser verpackt. Ich habe einen besseren Ein- und Ausschalter. Das heißt, ich bekomme hier um viel mehr ein qualitativ besseres Gerät. Wenn du jetzt sagst, das wäre mein Gerät, was ist denn da jetzt hier los? Hier haben wir den 400-50. Jetzt zeige ich euch mal von hinten.
Hier ist schon einiges mehr los hier an der Stelle. Ja, hier. Er ist natürlich auch hier unten größer. Wie viel Liter hat der 50. Kessel? 50. Der hat jetzt die Also, doppelte Krass. Größe, die doppelte Menge an Luft, die hier speichern kann. Und auch, wenn man hier das Aggregat mal anschaut, es ist ein Zweizylinder in V angeordnet. Ja, für euch nochmal. Krass. Also hat er denn so viel mehr Fördervolumen, sagt man das so? Förderleistung, Fördervolumen, ja. Ja, okay. Als der andere? Ja, fast das Doppelte. Okay. Konstant? Ja. Okay. Aber sollte ich mir dann den kaufen? Der ist ja auch Silent? Ich habe es ja gelernt. Was steht hier drauf? Es ist kein Silent. Nein. Dann weiß ich nicht. Das ist, wie gesagt, das wäre der nächste Schritt, wo du sagen könntest, okay, ich möchte auch, meine Winter- oder Sommerreifen problemlos tauschen, auch mal im SUV. Also nicht bloß 120, 130 Newtonmeter, auch mal 170, 180. Dann kommst du um dieses Gerät nicht drum herum. Okay. Weil er konstant mehr Luft fördern kann und ich sowas betreiben kann. Bei diesem kommt gar nicht so viel Luft raus, dass der sich dementsprechend überhaupt so dreht, damit sich irgendwas bewegt an der Radmutter. Ich bin hier aber immer noch ganz normal in der Steckdose, ja? Ja. Ja, okay. Wer sollte denn den nehmen anstatt den hier? Einer, der sagt, okay, ich habe nicht nur ausblasen, füllen, sondern auch Reifen wechseln, dann wäre das der Haushaltskompressor. Ich sage mal, das ist der größte unter den kleinen. Der größte unter den kleinen. Das klingt gut. Das heißt aber hier ganz klar, ich muss mich entscheiden zwischen viel Leistung oder etwas weniger Leistung. Immer noch viel Leistung, wie ich finde, aber leiser. Ja. Richtig? Okay. In der nächsten Klasse, die wir hier davor stehen haben, hat das noch was mit zu Hause zu tun oder sagst du, nee, das ist eher schon Gewerbe? Das ist Gewerbe bzw. ambitionierte Hobby-Schraubergarage. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Ich habe noch einen wichtigen Aspekt, den sieht man ganz besonders ganz rechts Und hier? bei dem Unmontierten. Und zwar, schau mal unter den Kompressor. Du meinst jetzt das hier? Hier unten Ja, vorne? genau. Ja, okay. Was könnte es wohl sein? Ich vermute mal, da kommt was raus. Genau. Und Aber es muss auch raus. Ja, ich vermute mal, da kommt eine Flüssigkeit raus. Ja. Das nennt sich Kondensat und das muss raus. Wenn Luft quasi komprimiert wird, entsteht Flüssigkeit, Kondensat. Das setzt sich in dem Kessel ab und es sollte in regelmäßigen Abständen herausgelassen werden. Daher haben wir diese kleine Kugelhähne an jedem Kompressor unten dran. Theoretisch wird das ja immer quasi volllaufen, oder? Ja. Also wenn man es lang genug macht. Ja. Ich bin ja immer ehrlich. Ich hatte mal einen ganz, ganz billigen kleinen Kompressor aus dem Baumarkt für 80, 90 Euro vor Ewigkeiten. Und ich habe das bestimmt 10 Jahre nicht gemacht. Ich habe noch nicht so oft benutzt. Aber irgendwann dachte ich mir, wozu ist denn das da? Habe ich den Druck abgelassen, habe den aufgemacht und ich war erstaunt, erstmal kam eine Brühe raus, ja, und auch eine Menge. Ich glaube, ich hatte vielleicht noch ein Drittel habe ich wahrscheinlich verloren hier an Kesselvolumen, weil da so viel Wasser drin war. Und ich dachte schon, ich habe irgendwas falsch gemacht. Zum Anfang dachte ich, es wäre Öl, weil es so braunes Zeug war. Aber wirklich, macht das, ja, also lasst dort das Wasser raus. Ja, es ist ein Thema, was viele vielleicht gar nicht im Kopf haben. Ja, und auch wenn du sagst, braunes Wasser, die günstigen Kessel haben keine Beschichtung oder sowas. Das heißt, die rosten auch dementsprechend schnell durch. Wie gesagt, hier sind die dementsprechend auch beschichtet. Das heißt, wenn du mal wieder vergisst, das zu machen, dann ist es nicht ganz so schlimm. Okay, so, lass uns jetzt mal die Großen anschauen. Ja. Jetzt haben wir hier eine ganz andere Größenklasse und Leistungsklasse. Und du hast eben, gerade als wir hier rumgegangen sind, gesagt, hier fängt Druckluft an. Ja. Was meinst du damit? Wir haben jetzt auch hier, du siehst, eine ganz andere Antriebsart. Das heißt, wir haben hier einen riemengetriebenen Kompressor oder das Aggregat ist riemengetrieben. Das heißt, die Leerlaufdrehzahl vom Motor halbiert sich. Also auch langlebiger. Das Ganze ist auch etwas leiser, beziehungsweise angenehmer vom Ton. Hier habe ich so ein sonores Brummen, kein so ein Schreien wie bei den kleineren Kompressoren. Sind die denn auch eher für eine Dauerlast gedacht? Also der in dieser Klasse noch nicht, aber umso weiter wir hochgehen, umso länger dann auch die Dauerlast. Ja. Okay, also wenn wir uns den anschauen, ist auf jeden Fall kein Silent, aber es ist ein anderes Geräusch. Ja. Aber was haben wir jetzt hier? Sind wir jetzt hier? Hier haben wir noch einen normalen Stecker dran, sehe ich gerade. Ja. Das heißt, wir haben hier noch die Möglichkeit, das ganz normal an Strom anzuschließen. Haben wir da ja gleich nicht mehr. Nein. Was ist hier der Leistungsunterschied? Ich habe im Prinzip zu dem großen 400er, den wir vorher hatten, habe ich von der Ansaugleistung her oder bisher von der Förderleistung her ca. 20% mehr Liefermenge. Okay.
aber dann halt auch dauerhafter. Ja, Das verstehe. heißt, hier Privatbereich, da kann ich schon sagen, okay, hier kann ich schon so langsam anfangen, an eine Schrauberwerkstatt dran zu denken. Eine kleine. Kleine, ja. Aber was fehlt ihm, dass du sagst, nur eine kleine? Ist es dass ich nicht 2 Schlagschrauber gleichzeitig laufen lassen kann? Oder was genau meinst du damit? Was ihm fehlt, der größere Bruder wäre dann der 450, gleicher Kessel, etwas stärkeres Aggregat, aber dann kommen wir in diese Kategorie. Und zwar haben wir hier vorne eine ganz andere Bedieneinheit. Ja. Das heißt, wir haben hier einmal einen Filterdruckminderer. Filterdruckminderer. Ja. Was ist ein Filterdruckminderer? Druckminderer ist klar. Ja. Das heißt, ich kann meinen Arbeitsdruck einstellen. Aber Filter? So, wir haben ja vorher was gelernt, irgendwas kommt raus, Wasser, wenn man es ja. vergisst. So, ich kriege aber immer, die Luft führt immer Feuchtigkeit mit. Ja. Wenn ich jetzt lackieren möchte, Ja. möchtest du Feuchtigkeit in deinem Lack haben? Nee, Eher nicht. Nee, So. eigentlich gar nicht. Daher wird hier das Kondensat auch nochmal separiert. Aha. Okay. Ja. So, Nummer 1. Okay. Nummer 2, hier habe ich einen sogenannten Nebelöler. Ich kann natürlich, wenn ich alles, was drehend ist, Schlagschrauber oder ich dann einen Winkelschleifer habe und Geradschleifer, alles, was drehend ist, muss Öl rein. Ja. Jetzt kann ich das machen, ich kann eine Fläschchen nehmen, kann vorne an den Anschluss einen Tropfen reinmachen. Mache ich oder mache ich nicht? So, in der Regel mache ich es nicht. Ja, verstehe. So, und hier kann ich meinen Schlagschrauber anschließen und es wird immer automatisch Öl mitgeführt. Ah, verstehe. So. Okay. Ich brauche dann auch den zweiten Schlauch, weil ich möchte, so wie ich kein Wasser, möchte ich auch kein Öl in der Druckluft für die Farbspritzpistole haben. Verstehe. Aber ich muss wirklich, da seht ihr, das wusste ich nicht. Ja, also das ist einfach nicht meine Anwendung. Ja. Habe ich noch nie was von gehört, macht aber total Sinn, verstehe. Dann verstehe ich aber auch, dass wir langsam so in andere Sphären kommen, andere Dinge, andere Anwendungsbereiche. Ja. Okay, verstehe. Verstehe. Achso, was ich vorhin gesagt habe. Das hier ist was für ein Anschluss? Das ist Drehstrom, Richtig. Starkstrom. Genau, Starkstrom. Viele kennen das. Drehstrom, Starkstrom. Das heißt hier nicht mehr normal eine Steckdose Betreiber. Da brauchst du halt die eine oder andere Phase mehr, um es mal so zu Das ist sagen. so. Wir haben jetzt hier ein etwas größeres Aggregat auch nochmal. Das heißt eine noch höhere Fördermenge, die ich dauerhaft fördern kann. Hast du grob im Kopf wie viel? Hier kriege ich knapp 500 Liter geliefert, also Liefermenge sind 500. Hier kann ich jetzt uneingeschränkt lackieren, Sandstrahlen, sämtliche Geräte, die drehend sind, kann ich hier betreiben. Das ist, was die mobilen Kompressoren, die wir haben, der größte. Okay. Das heißt, ihr habt noch größere. Ja. Dann blenden wir das hier mal ein, was ihr noch an größeren. Was meinst du mit, die sind nicht mehr mobil, die haben keine Räder mehr? Die haben Räder dran, die haben statt 90 Liter Kessel, haben die dann 270 Liter. Also das ist ein Oschi. Und jetzt kommt hinzu, wie gesagt, man muss diese Bar mal Kesselinhalt nehmen, dann muss ich unter 1000 Liter bleiben, damit ich sie nicht TÜV prüfen muss. Okay. Genau. Das wusste ich gar nicht. Ja. Okay. Hier, so mit dem, gehen wir mal zurück auf die Akkus, 5,5er Akku, mein Lieblingsakku, 100 Wattstunden, Gefahrengut, hier TÜV. Okay. Verstehe. Aber es ist schon richtig Oschi. Ja, das ist natürlich auch nochmal ein anderer Preispunkt. Du hast mir vorhin so eine grobe Preisrichtung gesagt, war ich erstaunt. Ich hätte ihn deutlich teurer eingeschätzt. Ich schreibe euch, wie gesagt, den auch unten in der Videobeschreibung rein. Schaut euch das mal an und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was hättet ihr gedacht, was der kostet. Ja? Also ich hätte ihn deutlich teurer eingeschätzt. Lasst uns mal aber den noch anschauen, den haben wir, glaube ich, vergessen. Ja? Und das ist was ganz Besonderes, Weil ich dachte, wir gehen immer zum Größten und durch. Warum haben wir den uns nicht angeschaut? weil das quasi eine Sorte oder eine Rasse für sich ist. Eine Rasse für sich. Ja, und zwar ist es ein sogenannter, wir haben ja hier die Basic, wir haben hier die Megas und das sind diese Power. Okay. Und das ist ein reiner Baustellenkompressor. Okay. Also den soll ich wirklich hier so zack mitnehmen. Ja. Hat auch hier einen großen Rohrrahmen drumherum. Wenn du ihn einmal hier, die Armaturen sind geschützt. Ja, Okay. dann, wenn du ihn einfach mal kurz abstellen würdest. Aber gerne. So, hier habe ich Mach's mal einmal so rum vielleicht. So. hier habe ich zwei massive Kranösen. Ja. Das heißt, ich kann ihn aufs Dach Logisch, hochheben. ja. Ich kann dann hier unsere Meta-Boxen drauf positionieren, wo ich das ganze Zubehör, Schlauch etc. drauf habe. Das heißt, Ja. alles hier fertig packen. Ich kann das Ganze hochziehen und so wie du den gerade hin und her positioniert hast, ich kann ihn wie einen Sackkarren über die Baustelle ziehen. Ich habe das gesehen und dachte so, wofür könnte das gut sein? Aber ja, klar, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, dass Ja. du den hochziehst.
Ohne Frage. Okay, von der Größe her, was mache ich damit auf der Baustelle? Das sind große Nagel, also Nagler, Schussapparate, Keulnagler. Das sind die, oder wenn ich mal Abdichtungen machen muss, Meter oder Kilometer, über 30 mal kilometerweise Abdichtung machen muss, das ist so der klassische Baustellenkompressor. Also hier haben wir jetzt keine Stiftnagler mehr, sondern haben jetzt die richtigen Nagler. Die richtigen Nagel, ja. Ja, okay. So, jetzt wieder zurück zu meinem Kompressor. Vielleicht, weil ich habe gehört, den gibt es auch noch in einer anderen Größe. Ja, als 270-50 Okay. OF Silent. Das heißt also, er hat diese Größe, Ja, ja, ist aber ein Silent an Ja. der Stelle. Ja. Sodass ihr für euch dann auch entscheiden könnt, wahrscheinlich, naja, brauche ich dieses größere Volumen und als Silent oder gehe ich dann in diese Klasse und so weiter und so fort. Und der nächste Unterschied wäre, wie viel Druck er schafft. Ja? er hat statt 8 10 Bar. Ja, okay. Ich muss aber ehrlich sagen, von allen Geräten, die wir auf dem Tisch hatten, ist das schon meiner. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Ich muss sagen, der kleine Kompakte, auch der mit Akku, der holt mich schon ab. Aber ich brauche das in der Regel nicht mobil. Druckluft brauche ich eigentlich wenig mobil. Und für mich ist es so, dass der hier zusammen mit der Pistole, mit der Blaspistole eigentlich genau mein Setup ist, würde ich sagen. Weil ich brauche keinen Schlagschrauber, ich brauche kein Lackieren, das mache ich auch nicht zu Hause. Dann ist es wahrscheinlich genau der hier. Und er brüllt mich nicht so an wie manch anderer Kompressor. Welcher ist denn eigentlich deiner? Welchen hast du zu Hause? Ich habe den kleinen Bruder von dem da. Natürlich. Und was machst du damit? Ab und zu mal vielleicht ein Rad wechseln, habe ich recht? Ab und zu mal. Also natürlich, wie immer ist es so, haben ist besser als brauchen. So Ja? ist Wenn man mehr hat, kann man mehr machen, theoretisch. Interessant, dass du sagst, ich greife hier wirklich aus den Vollen bei der Größe her. Und ihr schreibt gerne mal unten in die Kommentare, welcher ist euer? Ich finde es super interessant, weil ich habe mich so in die Größe noch nie mit beschäftigt. Und ich glaube, ich muss mir mal vielleicht irgendwann nochmal die ganz große von euch angucken. Und vor allem, ich würde ihn gerne mal hören. Wir haben leider hier keinen Drehstrom, vorne, aber hinten. Das machen wir gleich nach dem Video. Es war jetzt mal ein kleiner Auszug aus dem Programm, was wir an Druckluftgeräten haben oder Drucklufterzeugung. Auch das ganze Zubehör, was wir haben. Wir haben verschiedene Ausblaspistolen, wir haben auch verschiedene Schläuche, wir haben Spiralschläuche, wir haben Reifenfüller, die sind geeichte Reifenfüller, wir haben Schlagschrauber, wir haben Klammergeräte. Auch ein kleiner Tipp, es gibt verschiedene Schläuche, was Innendurchmesser angeht. Weil wenn ich viel Luft brauche, muss auch viel Luft durch. Das heißt, da gibt es auch zwischen 6, 8 und 10 mm Innendurchmesser. Das sind so Kleinigkeiten. Ja. Aber wenn da Fragen sein sollten, einfach direkt auf uns zukommen und dann werden wir den passenden Kompressor für euch finden. Genau. Ansonsten schreibt es unten in die Kommentare, alle Fragen gerne auch dort rein. Wir versuchen die zu beantworten. Wenn es zu schwierig wird, gebe ich es an Norbert weiter oder wir machen ein nächstes Video. Und ich habe jetzt meinen Kompressor, den halte ich jetzt und für euch ran ins Werkzeug und bis zum nächsten Mal.